woher kommt dieser Einhorn-Hype? Oder anders gesagt, wo hat das Einhorn seinen Ursprung? Gab es das Fabelwesen vielleicht wirklich? Und was macht das Einhorn in der Bibel? Es gibt alles in Einhornform. Es gibt Spielfiguren, es gibt Haarreifen mit Einhörnern, die sogar blinken können. Es gibt Schwimmhilfen, kurz, es gibt alles, wo man nur ein Einhorn draufpacken kann. Kaum ein Fabeltier kann so weit zurückverfolgt werden wie das Einhorn. Bereits mehr als 2000 Jahre vor Christus gab es das Jilin bereits in China. Auch in Indien erzählt eine Legende von einem jungen Asketen, der ein Horn auf der Stirn trug. Er wurde Einhorn genannt. Und sogar Ctesias, ein griechischer Arzt, berichtete schon im 5. Jahrhundert von einem indischen Einhorn. Um mehr Informationen über Einhörner aus dem Mittelalter zu bekommen, ist es am besten, man schlägt in einem Bestiarium nach. Ein Tierlexikon, das sowohl existierende Tiere als auch Fabelwesen beschreibt. Ihre Verhaltensweise, ihre Charakteristika auf christologischer Art und auch moralisch. In diesem Bestiarium, dem Bestiarium aus Peterborough, sieht man, wie eine Jungfrau als Lockmittel benutzt wird. Das Einhorn entdeckt sie und springt in ihren Schoß. Somit ist es ein leichtes für den Jäger, das Tier zu fangen. In Bestiarien gilt die Geschichte des Einhorns als sinnbildliche Darstellung für die Passion Christi. Jesus ist für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben. Genauso wie das Einhorn wurde er gejagt, verwundet, gefangen genommen und getötet. Die Jungfrau steht symbolisch für die Gottesmutter Maria. Es ist sehr interessant, warum das Einhorn überhaupt in der Bibel Erwähnung findet. Dies ist einfach auf einen Übersetzungsfehler zurückzuführen. Im Alten Testament wird an manchen Stellen von einem Rem gesprochen. Ein unzähmbares, wildes Tier. Man hat es leider nicht mit Büffel oder Auerochse übersetzt, was die korrekte Übersetzung gewesen wäre, sondern einfach mit Einhorn. Und somit schafft es das Einhorn in die Bibel und es gibt auch biblische Darstellungen von diesem Fabeltier. Doch woher erkannten diese Übersetzer überhaupt ein Einhorn? Dies ist durch Überlieferungen oder etwaige Reiseberichte wohl vonstatten gegangen. Marco Polo zum Beispiel schrieb oder beschrieb in seinem Le Livre des Merveilles, das Buch der Wunder, ein Einhorn. Womöglich hat er es in Sumatra gesehen. Es wird angenommen, dass er eher von einem Java-Nashorn oder Sumatra-Nashorn gesprochen hat. Oder wer weiß, vielleicht hat er es auch gar nicht selbst gesehen, sondern kannte das Einhorn nur vom Hörensagen. Doch um ehrlich zu sein, hat doch das Horn von einem Nashorn recht wenig mit einem Horn von einem Einhorn zu tun. Ein Einhornhorn ist lang, spitz und schraubenförmig, genauso wie diese hier. Diese stammen von Walen, von Narwalen. Und dieses schraubenförmige Horn ist ein Zahn, der bis zu 3 Meter lang sein kann. Im Mittelalter wurden diese Hörner als Einhornhörner deklariert und es wurde ein reger Handel damit betrieben. Das Horn eines Unicornis galt als wertvoller Besitz oder als nobles Geschenk. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass man heutzutage immer noch in Kirchen und Palästen Narwalzähne findet. So wie dieser Zahn hier, der heute im Kunsthistorischen Museum in Wien zu besichtigen ist und anno dazumal aus dem Besitz der Habsburger stammt. Die Existenz des Einhorns galt bis ins 17. Jahrhundert als gesichert. Dem Horn wurde sogar eine außerordentliche Heilkraft zugeschrieben. Es galt als Allheilmittel, wurde sogar als Aphrodisiakum eingesetzt. Was natürlich den Narwalen und den Nashörnern nicht so wirklich zugute kam, denn sie wurden für ihr Horn
gejagt. Es kamen auch viele Apotheken auf mit dem Namen zum goldenen Einhorn. Und im Mittelalter wurde das Einhornpulver, oder besser gesagt das Einhornhornpulver, zu horrenden Preisen gehandelt. Dieses kostbare Pulver kostete das 10-fache seines Gewichts an Gold. Doch schauen wir uns doch nochmal genauer die Darstellung des Einhorns in der christlichen Kunst an. In den wundersamen Begebenheiten von Franz von Retz sieht man, wie ein junges Mädchen vertrauensvoll den Rücken eines schlanken Tieres umfasst. In dieser Darstellung hat das Einhorn eigentümlicherweise ein schwarzes Horn, ist aber dennoch als solches zu erkennen. Der Bildtypus, die Jungfrau und das Einhorn, ist in der christlichen Kunst weit verbreitet. Das Einhorn selbst bezieht sich auf Christus und dass das Einhorn in den Schoß der Jungfrau läuft, wird auf Mariens Jungfernschaft bezogen. Die Einhornjagd beeinflusst sogar die Darstellung von Marias Verkündigung durch den Erzengel Gabriel, wie man hier bei einem schönen Beispiel sieht aus einem Stundenbuch. Maria sitzt im Hortus Conclusus, dem verschlossenen Garten des Hohen Liedes. Weitere marianische Sinnbilder weisen auf die Jungfräulichkeit der künftigen Gottesmutter hin. Der Turm Davids, Gideons Vlies, der brennende Busch Moses und Aarons blühender Stab. Erzengel Gabriel erscheint als Jäger und bläst mit dem Horn das Ave Maria. An der Leine hält er 2 Jagdhunde, die Barmherzigkeit und Friede symbolisieren. Sie treiben das Christus-Einhorn in den Schoß der Jungfrau Maria. 1563 im Konzil von Trient werden gegenüber dieser Art von sinnbildlichen Darstellungen Bedenken angemeldet und allmählich verschwindet die mystische Einhornjagd von der Bildfläche. Ein Tier, das ausschließlich von der Jungfräulichkeit angezogen wird, kann auch zum Keuschheitssymbol werden, wie hier in diesem Bild von Raffaello. Dama con Licornio, Dame mit Einhorn. Man weiß jetzt nicht genau, wer diese Dame auf dem Bildnis ist. Man geht aber davon aus, dass es sich um ein Hochzeitsgeschenk, das in Auftrag gegeben wurde, handelt. Und wie man sehr gut erkennen kann, ist auch als Zeichen der Jungfräulichkeit das kleine Einhorn im Schoß der Dame. Sicherlich eines der kleinsten gemalten Darstellungen eines Einhorns finden wir hier in dem Bild von der Rosenhag-Madonna von Stefan Lochner. Haben Sie es gefunden? Wissen Sie, wo sich das Einhorn befindet? Das Einhorn befindet sich auf der Mantelschließe von Maria. Einerseits hier als Keuschheitssymbol, andererseits auch in Bezug auf Christus. Doch das Einhorn ist nicht nur lieblich und gut. Es wird auch als feindseliges Tier dargestellt, wie hier zum Beispiel im Stuttgarter Psalter des 9. Jahrhunderts. Wer kennt den Vers nicht? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch Vers 22 geht noch weiter mit Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich vor den Einhörnern. Der Maler lässt beide Tiere wutentbrannt auf den Gekreuzigten zulaufen. Diese dualistische Weltansicht ist sehr typisch für das Mittelalter und besonders für die mittelalterliche Buchkunst. Es gibt nicht nur Gut und Böse, Schwarz und Weiß. Alles hat 2 Seiten, so auch das Einhorn. Während das Einhorn in der christlichen Ikonographie als geistig-geistlich interpretiert wird, behält es im weltlichen Raum den erotischen Zugang. Der Liebende identifiziert sich mit dem Einhorn, wie es im Schoß der Jungfrau verweilt. Das Thema Einhorn und Jungfrau steht gleichermaßen für zarte Minne wie für wilde Leidenschaft, für Liebe und Treue wie für listige Preisgabe des Geliebten, für Maßlosigkeit sowie für Keuschheit. Auch im höfischen Bereich findet das Einhorn seinen Platz. Allein durch seine zugesprochenen Eigenschaften wie Kraft, Schnelligkeit, Minne kann man es oft als Wappentier finden. Eine besonders berühmte Darstellung einer fürstlichen Hochzeit zeigen 6 Bildteppiche aus dem 15. Jahrhundert.
unter dem Namen Dame mit Einhorn, heute im Musée Cluny in Paris zu sehen. Löwe und Einhorn treten als lebendige Wappentiere auf. Hauptakteur jedoch, neben der Dame, ist das Einhorn. Es spielt mit, wo es um das geheime Thema der Darstellung der 5 Sinne geht und versinnbildlicht das gezielte Werben des fürstlichen Freiers um die Dame seines Herzens. Zu Beginn begegnet die Dame dem leidenschaftlichen Tier noch zurückhaltend. Auf dem letzten Bild hingegen springt es auf ihren Schoß. Es gibt noch einen weiteren Teppichzyklus aus flämischer Herkunft, der sich mit der Einhornjagd beschäftigt. Dieser Teppich oder diese Teppiche um 1500 sind heute im Metropolitan Museum in New York ausgestellt. 2 von diesen Teppichen haben einen tieferen Sinn. Hier beim ersten sieht man, wie das Einhorn mit seinem Horn das Wasser segnet. Im Hintergrund warten bereits die 12 Jäger und tauschen sich über ihren Fund, dem Einhorn, aus. Der andere Teppich, welcher später hinzugefügt worden ist, zeigt das Einhorn, wie es in einem Gatter auf einer blumenübersäten Wiese gefangen gehalten wird. Es handelt sich hierbei jedoch um eine glückliche und zufriedene Gefangenschaft, wenn es sowas gibt. Der Zaun ist niedrig, die Kette ist lose und das Einhorn könnte jederzeit fliehen. Es ist an einem Granatapfelbaum gebunden, das Zeichen für Fruchtbarkeit. Die roten Flecken könnten auf eine Verwundung bei der vorangegangenen Jagdszene hindeuten. Aber es könnten auch Tropfen von den reifen Granatäpfeln sein. Viele weitere Pflanzen befinden sich auf diesem Teppich, wie die Orchidee, der Wiesenknöterich und die Distel. Alle repräsentieren sie Heirat und Nachwuchs. Der Baum trägt die Namenszüge der königlichen Braut. Jetzt wisst ihr mehr über das Einhorn. Ein schnelles, wildes, kraftvolles Fabeltier, das mittels seinem Horn Gift unschädlich machen kann und jegliche Krankheit heilen kann. Ist doch eigentlich ganz praktisch, wenn man so ein Einhorn zu Hause hat, oder nicht? Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf ein Gefällt mir freuen. Oder für zusätzliche Informationen und Anregungen könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr noch mehr Interessantes über das Mittelalter wissen wollt, dann folgt doch einfach unserem Kanal Medieval Art Stories. Bis zum nächsten Mal.